Schlürf nicht. Ja, Mama. Eine der letzten Fragen der Menschheit. Gehört das Klopapier so rum oder so rum? Ich sage so rum. Ja, und das Papier muss am Türgriff hängen, weil das ist oft so. Ich wundere, dass hier überhaupt noch so ein Halter hängt. Oft fehlen auch die ganzen Haken. Die drehen sogar die Schrauben raus aus den Kabinendingern. Die klauen Duschköpfe. So, ich lasse mal den Motor dudeln. Jetzt koche ich mir ein Käffchen. Außerdem stehe ich schon seit ganz vielen Stunden. 14 oder so, 15 Stunden. Und ich muss ja noch dreie. Da kann man ruhig mal dudeln lassen. Dann weiß man wenigstens, dass der Karren wieder anspringt. So Leute, ich habe meine Pause rum. Meine 18 oder 17, 16 Stunden Dienst waren, habe meinen leeren Brücken abgestellt. Also Brücken sind ja die Container hier, ist ja klar, ne? Und die habe ich abgestellt und jetzt muss ich in diesem Chaos mal warten, dass ich hier wieder wegkomme. An meinen Anhänger ran. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich das machen soll. Aber so ist das nun mal. Ja, ist ein Chaos hier, wie immer. Nichts Neues eigentlich. Ich habe ja eine 630 Kilometer Tour, das ist sehr lang. Ich will ja jetzt nach Dresden, von Hügelhofen nach Dresden, einmal quer durch Deutschland. Und habe aber schon 15 Minuten Pause drin, oben rechts. Ich muss ja irgendwann nach 4,5 Stunden, muss ich eine Dreiviertelstunde Pause machen. Und wenn ich diese 15 Minuten jetzt schon drin habe, dann brauche ich nachher auf der Raststätte bloß nur noch 30 Minuten Pause machen. Ich habe ja wie gesagt hier meine verschiedenen Routen und ich habe mich jetzt bewusst für die etwas längere ausgesucht, weil, und zwar die grüne, was rede ich denn da? Nicht die grüne, die orange. Die orange habe ich mir ausgesucht, weil dann komme ich an der Tankstelle vorbei, weil wenn wir da sind, dann ist es auch bald soweit. Dann müssen wir mal langsam irgendwie was nachtanken. Wer weiß, wann wir das nächste Mal an der Tankstelle vorbeikommen. Weil es ist ja mal so, bei Speditionen, die dann viele Fahrzeuge haben, da schließen die Verträge ab mit diesen hier Aral und Shell und was es nicht alle so gibt. Und so, da schließen sie die Verträge mit ab. Und dass die dann nur da tanken. Dann kriegen sie da, ich weiß nicht warum, aber so diverse Tankpunkte genannt, wo sie dann tanken können. Das sind dann 10 Stück in Deutschland verteilt oder so. Manchmal dann 3 Stück auf den Haufen und dafür dann wieder 500 Kilometer keins, so ungefähr. Aber so ist das ja nun mal. Und aber rechnet es euch aus, wenn die nur einen halben Cent günstiger ist, der Liter Diesel. Jetzt rechnet es euch mal auf 100 Fahrzeuge aus. Ne, bei so einem Durchschnittsverbrauch von 30 Liter, sage ich jetzt mal so. Unsere hier brauchen gar nicht. Wir haben ja Eco ohne Ende. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe auf 128.000 Kilometern habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 26,2 Litern. Also das ist schon sehr gut. Da kann man nichts anderes gegen sagen. Und naja, jetzt rechnet es euch aus halt. Ne? Bei 30 Litern auf 100 ist einfacher zu rechnen. Nehmt ihr einen Taschenrechner in der Hand, ich mache es nicht. Bei 100 Autos nur einen halben Cent gespart auf einen Liter, weil sie die Verträge abgeschlossen haben, dass sie denn nur an diesen gewissen Tankpunkten tanken.
das lohnt sich. Ne? Und deswegen muss ich halt dann immer auch so ein bisschen gucken, wo ich hinfahre. Natürlich, wenn es jetzt hart auf hart kommt und ich bin ein Trottel und weiß nicht, wo ich tanken kann und habe mich vertan oder was weiß ich und plötzlich hat sich eine Tour geändert und ich komme jetzt doch nicht mehr an die Tankstelle vorbei, wie ich es mir überlegt habe. Natürlich, dann kann ich auch woanders tanken, klar. Die lassen einen ja nicht leer laufen, das wäre ja dämlich. Wenn du so einen LKW leer gefahren hast, dann kriegst du nämlich ohne weiteres nämlich nicht mehr in Gang. Dann stehst du erstmal auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das mittlerweile auch anders, aber vor 2-3 Jahren, da war es jedenfalls noch nicht so. Wenn du die leer gefahren hast, dann haben die Luft gesaugt und dann war Schicht im Schacht. Du konntest einen Service rufen, wenn du selber nicht konntest, wenn du kein Werkzeug hattest und so. Wenn ihr sagt, hey, der hat doch noch 2000 Kilometer Reichweite. Ja, alles schön und gut, 2000 Kilometer sind nix, ne? Also von der einen Tankstelle zur nächsten. Ich fahre jetzt noch 300 Kilometer dann zur nächsten Tankstelle, dann mache ich wieder voll. Dann fahre ich wieder 300 Kilometer. Ja. So, und wie sieht jetzt die nächsten 4,5 Stunden aus? Ich mache das Radio an. Ich habe hier vorhin übrigens noch einen Kaffee gezogen. Das könnt ihr hier im Dunkeln schön sehen. Und, achso, so sieht das im Dunkeln aus. Aber habt ihr ja, glaube ich, schon mal gesehen, habe ich schon mal gezeigt. Und jetzt suche ich noch WDR 5 raus, weil da gibt es Nachrichten. Ich höre ja gerne Nachrichten, weil im Radio kommt ja meist sowieso nur Scheiße. Und wenn mir jetzt irgendwann auf den Sack geht, dann telefoniere ich vielleicht noch mit irgendjemandem. Mit Sascha, mit Daniel, weiß der Teufel mit wem. Und dann, ja, dann geht irgendwie die Zeit rum. Ne? Was mir gerade noch einfällt, da hat doch tatsächlich einer kommentiert, scheiß Produktplacement. Er meint das zwar im Spaß, weil ein Zwinker-Smiley hinter war, aber Leute, ich kriege nichts dafür, ne? Also das ist ja mal klar. Ich habe 8000 Abonnenten, meinst du, das interessiert sich irgendeine Sau dafür? Naja, wie gesagt, ich kriege nichts dafür. Leute, fahrt Mercedes. Esst bei Subway, kauft euch einen Blackberry, damit sie nicht tot gehen. Fresst die gute Kergadenbutter, trinkt dazu ein bisschen Volvic. Und wenn ihr mal was aufnehmen wollt, holt euch eine Alptec in eine Frontscheibe und eine schöne Canon, wo ihr auch originale Akkus zu kauft. Dann läuft's. Das ist jetzt wieder so eine blöde Situation. Ich habe 3 Stunden 26 runter und muss noch 380 Kilometer bis zum Ziel und 83 Kilometer bis zur Tankstelle. Da frage ich mich jetzt, wenn ich 80 Kilometer in einer Stunde schaffe, riskiere ich's, fahre durch, 3 Stunden 27 und knalle vielleicht da auf den Tankstellenhof mit genau 4 Stunden 30, weil länger darf ich ja nicht fahren, und drücke sofort auf Pause. Ob das hinhaut, glaube ich nicht. Weil das letzte Stück auf der A4 bei Bad Hersfeld, das ist, je nachdem, wenn man da ist alles Überholverbot in den Bergen, da sind steile Berge. Und wenn da dann wieder so ein Tanker mit 30 hochfährt, so ein voll beladener, dann, ja, sieht es natürlich schlecht aus, da anzukommen, ne? Ist ja klar. Das ist wieder so eine komische Sache, da bin ich gespannt. Oder ob ich es riskiere, auf 4 Stunden 35 zu fahren oder so. Ist natürlich scheiße. Theoretisch, bei 4 Stunden 31 ist Strafe fällig. Aber in der Praxis wird es in der Regel, das heißt ja nun nicht, dass es nicht so ist, wird es dann nicht so gemacht, sondern erst, was weiß ich, so 4 Stunden 40 oder was, je nachdem wie gut die Polizisten oder die BAG, die sind ja genauso zuständig für uns oder noch mehr zuständig für uns, Bundesamt für Güterverkehr, die nehmen einen ja dann richtig auseinander, die Fahrzeiten. Und dann heißt es eigentlich immer so, 30 Minuten überzogen, 30 € Strafe. Ja, es läppert sich natürlich dann, ne, wenn man das öfter mal macht. Bei mir geht's, aber trotzdem. Ich habe zwar nur 1, 2 Sachen, die dürfen ja von den letzten 4 Wochen die Zeiten auslesen und bestrafen. Und in 4 Wochen, da sammelt sich dann schon mal was zusammen. Ne? Naja, ich bin gespannt, wie ich es mache. Oh, ich habe mich dann doch mal auf so einen beschissenen Autohof gestellt. Vollgeparkt wie immer. Stehe hier so mitten auf der Durchfahrt, wie es denn so ist.
Alles dicht geparkt hier. Ungefähr alle 100 Jahre, also wenn ich mal eine Kamera dabei habe und ein Ladegerät haben muss, dann packe ich sogar meinen Umwandler aus. Von 24 Volt auf 230 und da jetzt mein Akku. Sonst benutze ich das eigentlich nur mal für meine elektrische Zahnbürste oder Rasierer. Aber die Zahnbürste hält auch die ganze Woche durch, die habe ich immer zu Hause. Das muss dann schon sein, wenn ich 2 Wochen am Stück auf Achse bin. Sonst brauche ich das Ding dann auch nie. Wollen wir mal tanken, ne? Wir haben hier so Siebe drin. Das ist ein Diebstahlschutz. Kommst du nicht ran an den Saft. Das ist auch mal gut. Weil die klauen ja ständig, werden irgendwo die Tankdeckel aufgebrochen, dann wird der Scheiß abgesaugt und so ein Mist. Ständig. Ständig. Nein, die Scheiße. Ja, das ist ein bisschen laut hier, der Tankwagen hinter mir, der ist am Pumpen. Getankt ich habe und theoretisch, vorhin stand da 2000 Liter Reichweite, theoretisch hätten wir jetzt auf 3400 hochspringen müssen. Aber das rechnet der sich wohl erst noch so ein bisschen aus oder weiß der Teufel was. Ist mir aber auch egal, weil ich rechne mal 30 Liter Durchschnitt und bei 420 Litern, die ich getankt habe, sind das 1400 Kilometer, die ich wieder mehr fahren kann. Und das ist doch schon mal eine Hausnummer, wohl. Ja. Und deswegen sind wir jetzt weiterhin auf dem Weg nach Dresden. Wie kommst du am schnellsten nach Dresden? Steckst einen Finger in den Arsch und Dresden. Schlecht. So schlecht. Ich stehe doch gerne an so einem Grünstreifen. Feierabend. Hab ich doch Zeit. Ich bin kaputt wie ein Latschen, ey. Kein Bock mehr. Vor allem den nicht. Oh, jetzt in halb rechts abbiegen. stehe ich noch nicht mal richtig hier. Hoppala. Alles gleichzeitig kannst du auch vergessen. Oh, es wird Herbst. Fresse. Ja, so ist das. Wie gesagt, jetzt habe ich Feierabend, Schicht im Schacht. Und habe auch keinen Bock mehr. Gute Nacht, Schwester. Eigentlich sollte ich ja jetzt von Wilsdruff, Dresden nach Ohrdruf, da bei Erfurt da und dann runter da bei Ulm nach Herbrechtingen. Aber diese Tour haben sie mir erstmal storniert. Und weil ich ja jetzt nun in die falsche Richtung gefahren bin, weil Ohrdruf ja nicht Leipzig ist oder Erfurt ja nicht Leipzig ist, muss ich dann halt nochmal, so wie es hier aussieht, 96 Kilometer, das weiß ich aber noch nicht. Ich soll nämlich jetzt nach Leipzig und dann nach Altenkuhnstadt, da bei Bamberg, Bamberg. Und das Interessante ist, ich soll erst um 8 Uhr in Leipzig sein. Es ist jetzt 17 Uhr, ich habe ausgeschlafen. Das bedeutet, ich mache jetzt, weiß ich nicht, bis 2 Uhr noch rum oder was. Weiß ich noch, 2-3 Stündchen hinlegen dann. Und dann geht es plötzlich wieder weiter. Wo man sonst sich morgens um 8 Uhr hinlegt, muss man jetzt plötzlich um 8 Uhr fahren. Also das ist natürlich immer Käse, ne? Sowas bringt einen natürlich völlig durcheinander. Sowas macht einen fertig. Das steht fest.